bisschen runter, Ellenbogen hoch, Schultern aber runter. Oh Gott. Genau, die Ellenbogen hochziehen. Hallo. Morgen. 3? Kommt rein. Ja, danke. Ich gebe mir den noch ein. Was machst du immer, wenn du um 3:30 Uhr aufstehst? Auf die Toilette gehen. Ja. 124,8. Ja, dann geht's Richtung Frühstück. Ingwer jeden Morgen, also ein Stück. Magnesium, Hydrogencitrat, Kollagen 10 Gramm, Glutamin 10 Gramm, Bromelain, Vitamin D3, K2, Multivitaminpräparat, Zink und Calcium. Kommen wir jetzt zu meinem Frühstück. Das ist jetzt Molkeprotein, Johannisbeeren dazu, Eiklar dazu. Klar, aus dem Tetrapack. Man muss ja schon sagen, ob man jetzt versteht, was du da machst oder nicht, du ballerst dir einfach unglaublich viele Supplemente und Tabletten rein. Würde dir ein Arzt auch sagen, ja, gute Sache, mach das? Man muss das immer differenzieren zwischen, ich bin ein normaler Mensch und ich bin ein Hochleistungssportler. Dass Hochleistungssport nie gesund ist oder gut ist, sollte sich jeder bewusst sein. Ah, und was ist das für eine Zahnbürste? Ist das eine Bodybuilder-Zahnbürste? Ja, nee, tatsächlich nicht. Direkt vom Training gibt es noch mal ein Pre-Workout, also mit Arginin, Beta-Alanin und die ganzen Sachen. Ja, das ist wirklich so ein Hinterhof-Fitnessstudio, ne? Da entstehen große Menschen. Julian. So, ich würde dann anfangen mit dem ersten Aufwärmsatz. Es kann sein, dass ihr jetzt teilweise schockierende Bilder bekommt. Und das ist eine Seite. Okay. Wir fangen jetzt erstmal an mit 370 und dann machen wir nachher noch 410. Ah, das ist doch Martha, oder? Ja. Also ihr habt genau den gleichen Lifestyle, ne? Genau. Was machst du jetzt? Typisch Frau heute, Hintern. Bei der Bikini-Klasse kannst du auch nicht so viele Muskeln haben. Ja. Und ich bin obenrum schon quasi an der Grenze, deshalb kann ich nicht wirklich obenrum trainieren. Ja. Meine Freundin macht immer Workout mit Pamela Reif. Kennst du die? Ja. Aber für mich wäre das nichts. Das ist meistens so, die Frauen haben ja Angst, wenn sie Gewichte bewegen, da werden sie aussehen wie der Andreas. Aha. Nein, die werden aussehen so wie ich auf dem Bild, der da hängt. Ja, dann mach mal fleißig weiter. Guck mal, hier ist auch wirklich das letzte Gewicht, also eigentlich noch, das hält ja hier kaum noch. Drück die Beine aber nicht durch. Nee. Ist gar nicht, kein Millimeter. Wie viel? 410. 410 Kilo. Ich weiß nicht, ob man das Zittern auf der Kamera sieht, aber das ist das zentrale Nervensystem. Aber das ist gut, du willst das. Ich will das, ja. Ob es gut ist, sei mal dahingestellt. Kannst du beschreiben, in dem Moment, wenn du so brüllst und so an der Grenze bist, was du denkst? Hoffentlich bleibe ich mein Bewusstsein. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es ist extrem einfach. Nur noch 410 Kilo mehr, dann habe ich's. Ich atme jetzt nicht. Wir können auch so ein Vorher-Nachher-Ding machen eigentlich. Wie post man? Also zum Beispiel. Unten ist gar nicht mehr so ein Unterschied. Ne? Hier sieht man so, aber je weiter du hochgehst, da siehst du, wo die Arbeit reinfließt. So, jetzt gibt es noch das Post-Workout. Das sind 50 Gramm Amylopektin und 50 Gramm Whey und 10 Gramm Glutamin. Und weg damit. Das ist nämlich ins zweite OG. Das schaffst du noch? Wenn die Kamera läuft, geht viel. Ja.
Also ich esse ja alle 2 Stunden. Ich verbrenne unheimlich schnell. Ich habe zwischen 7.000 bis 9.000 Kalorien jeden Tag. Aber den Stoffwechsel habe ich auch. Das heißt, wenn du nicht so wahnsinnig viel zu dir nehmen würdest und trainieren würdest, wärst du auch Ja, ein schlanker Typ, ein schmaler Typ. Ne? Ja, ich war sehr dünngliedrig. Gott sei Dank hat mich meine Oma und meine Mama zu einem Menschen erzogen, der sehr viel essen kann. Wie findet das so eine Mutter, wenn du dir das jeden Tag antust, diesen Schmerz? Man hat vermutlich als Außenstehender das Gefühl, man verpasst was im Leben oder man opfert sich auf für eine Sache, die letzten Endes, ganz ehrlich gesagt, keinem Menschen was bringt. Aber es ist halt ein sehr egoistisches Ziel. Das machst du im Grunde eigentlich nur aus Gründen der Selbstverwirklichung. So, was ich nach dem Training auch immer noch nehme, Bromelain, Ashwagandha, Vitamin B-Komplex, also Gegenentzündung, und das andere ist fürs Nervensystem, Magnesiumcitrat. Machst du es dann fürs Aussehen oder machst du es Für den Wettkampf. Warum fährt ein Formel-1-Fahrer mit 300 in eine Kurve rein? Ich würde sagen, weil es ihm Spaß macht. Das Training, was wir heute gesehen haben, fällt mir schwer zu sagen, dass das Spaß macht. Doch, die Endorphinausschüttung ist grandios. Wenn du merkst, dass die Lunge brennt, du so gut wie keine Luft mehr bekommst, dass die Sauerstoffkonzentration im Blut niedriger wird, du, ich sag, kurz vorm Blackout bist, das ist was, das können viele nicht nachvollziehen, da musst du ein bisschen sein. Das sind Grenzgänge. Man will wissen, wo ist Schluss. Du hast so viel über Chemie mir schon erzählt. Glaubst du, man muss auch Chemielaborant sein, um irgendwie diese ganzen Supplemente zu verstehen? Es bringt mir sehr viel, dieses Wissen, dieses Verständnis, was ich habe. Aber das meiste, was ich weiß, habe ich mir selbst angeeignet. Ich verstehe halt gern, was ich tue. Manchen ist es egal, mir nicht. Ich will ja auch irgendwann Wissen weitergeben und irgendwann kommen dann die Fragen, warum mache ich das so? Und ich will dieses Warum beantworten können. Also langsam merke ich doch, dass ich müde bin. Wir sind aufgestanden heute um 2:40 Uhr. Ich fühle mich einfach, als wäre es abends. Dabei ist es kurz vor 2. Das ist krass. Gucken wir mal auf seinen Instagram-Account. So, die Bilder haben wir an der Wand gesehen. Im Fitnessstudio. Unfassbar. Das sieht wirklich aus wie Computeranimation. Was ich mich auch frage ist, wann haben die überhaupt Zeit für Pärchensachen? So, dann sind wir jetzt hier in dem Bereich, wo die Magie passiert, Essen. Hier haben wir jetzt 400 Gramm Naturreis, der Spinat. Ich habe Mengen in der Diät von 2 bis mehr als 2 Kilo am Tag an Fleisch. Wenn die ganze Welt Bodybuilder wären, dann hätten wir ein Riesenproblem, ne? Wär schlecht, aber ja, alles hat irgendwie eine Schattenseite. Damit muss man dann leben und damit muss man selber klarkommen und sagen, ja, es ist halt so. Also im Oktober ist es soweit, da stehst du auf der Bühne. Und was entscheidet sich da? Ja, ich will es eigentlich gar nicht in den Mund nehmen, aber theoretisch, ob ich dieses Jahr das Zeug habe, Profi zu werden oder nicht. Mich wundert es immer, wenn ich in den Raum reinkomme und die Leute sagen, du machst Bodybuilding. Für mich bin ich im Kopf immer noch so abgespeichert, so 85 Kilo, aber tatsächlich sehe ja anders aus. Ob ich sagen würde, ich fühle mich dünn oder ich muss da mehr haben, ganz im Gegenteil. Also für mich wäre das jetzt sogar, was ich habe. Schon ein bisschen weniger könnte es auch sein. Ich mache das nur wegen dem Sport, weil ich immer sehr viel Wert noch darauf lege, irgendwie funktional zu sein. Wenn ich mich anschnall, war ich vorhin im Bus. Ich musste dann hier, um an den Gürtelding zu kommen, meinen Ellbogen hinterschieben, weil hier einfach die Brust im Weg ist. Die kontrahiert dann, wenn ich hier meinen Arm rübernehme. Dann ist die hart. Und so Sachen sind halt nervig. Schuhe anziehen ist manchmal schwierig, weil dann der Quadrizeps hier im Weg ist. Ja. Oder Socken anziehen. Das sind dann schon doch Parallelen zu alten Männern, ne? Die haben auch Schwierigkeiten beim Socken anziehen. Ja. Die Schmerzen kommen ja dann auch noch dazu. Wenn die Quadrizeps mal wieder ein bisschen wund sind. Wir gehen jetzt noch mit zur Physio, das wird nochmal spannend. Und dann unterhalten wir uns nochmal kurz. Und dann bringen wir ihn noch ins Bett. Da ist er, der Andi. Krasser Typ. Mann, mit Frage sorry, dass ich spitze. Ja, alles gut, alles gut. Ja, was sagt denn Timo, der Physiotherapeut? Ist es gesund, was dein Kunde da macht? Du kannst ruhig ehrlich antworten. Welches ist?
Also es wäre jetzt nichts für mich. Ja. Ja. Meistens wächst die Muskulatur schneller, wie das der Körper eigentlich vertragen kann. Ja. Und dadurch geht es dann halt auf die Muskulatur, Sehnen, Bänder und auch auf die Gelenke nach. So, jetzt kommen wir zum groberen Teil. Oh, Drecksack. Hammer und Meißel. Auch wieder Gerätschaften, um die Gleitfähigkeit wiederherzustellen. Diese ganzen Gerätschaften hast du doch wahrscheinlich nur für einen Kreis von 3 Kunden, oder? Ja. Ja. Vielen Dank. Wir sehen uns. Ist gut. Es ist 18 Uhr, um 19 Uhr wird geschlafen. Andi nimmt nochmal Ingwer und was noch? Nochmal Bromelain, kann man nie genug haben. Und Ashwagandha. Jetzt setzen wir uns nochmal aufs Sofa und reden kurz übers Leben. Welches Leben? Welches Leben? Wir sind ja ungefähr im gleichen Alter. Du bist, wie alt bist du? 24. Also ich bin zwischen euch. Ich bin 27, du bist 29, du bist 24. Ihr habt eine Beziehung, ich habe eine Beziehung, aber es ist bei euch anders, ja? Also was für mich eine Beziehung ausmacht, ist ja auch abends weggehen, essen, trinken. Habt ihr so nur so Beziehungszeit? Macht ihr Urlaube? Urlaube eigentlich als Wettkampf. Ja. Letztes Jahr im Sommer 7 Tage Alicante vor dem Wettkampf. Wir waren jetzt in über 4 Jahren Beziehung. Wenn man es hochrechnet, ich glaube maximal 3 Wochen voneinander getrennt. Aber jeder Tag halt wieder mit der Struktur, ne? Ja, also wie gesagt, die Struktur die hat sich so extrem entwickelt. Sie spielt mittlerweile relativ weit vorne mit, ja. International. Ich will es eines Tages. Ja. Und demnach ändern sich dann halt auch die Arten. Früher, als wir angefangen haben, 2018, da hatten wir öfter mal Essensdates oder so, wo wir dort zum Asiaten sind. Essensdates sah es dann bei uns so aus, dass wir dort den Asiaten geplündert haben und danach den Dönerladen noch geplündert haben. Was würdest du denn sagen, was ist dein großer Traum? Wie siehst du dein Leben vor dir, wenn alles gut läuft? Mein großer Traum sind tatsächlich die Tiere. Wieder die Zeit zu haben auf jeden Fall für einen Hund. Vielleicht ein Fuchs, fand ich auch ganz süß. Aber ich glaube, in Deutschland geht das nicht so einfach zu halten. Profi werden wäre schön, das wäre so für mich was, wo ich sage, hier, weil von Anfang an hieß es, du bist zu groß, um Profi zu werden oder du bist nicht fürs Bodybuilding gemacht. Und naja, mittlerweile stehe ich hier und wie gesagt, ja, so das Bodybuilding-Leben so lange wie möglich und so gut wie möglich auszuleben und aber auch weise genug zu sein, einen Absprung irgendwann zu schaffen und dann halt nach getaner Arbeit auch einfach die Füße mal hochlegen zu können und das Leben zu leben. Ich sage auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank, dass wir so nah an euch dran sein konnten, von Aufstehen bis Schlafen gehen. Sehr gerne. Hat uns auch große Freude gemacht und vielen, vielen Dank, dass wir unseren Tag teilen durften. Sehr gut. Dann ist jetzt 5 vor 7 in 5 Minuten der Schlafenszeit. Genau. Erst aber noch Zähne putzen. Muss nämlich gemacht werden. Ich habe viel gegessen heute. Ja, das ist das finale Statement. Zähneputzen ist gesund. Ja, für die Kinder. Putzt eure Zähne. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Es ist 19:21 Uhr. Für mich würde jetzt der gemütliche Teil des Abends beginnen. Martha und Andi gehen jetzt schlafen, damit es morgen um 3:30 Uhr wieder losgehen kann mit Pumpen. Ist so viel Aufopferung für eine Leidenschaft, was ihr euch vorstellen könntet? Oder ist das völlig außerhalb eures Universums? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und wir fahren jetzt mal nach 18 Stunden zurück nach Mainz. Also, bis bald. Schultern ein bisschen runter, Ellenbogen hoch, Schultern aber runter. Oh Gott. Genau, die Ellenbogen hochziehen. Schultern runter, Ja. Ellbogen hoch. Genau. So, still bleiben kurz.